Natürlich wissen wir nicht genau, was passiert, aber das wollen wir jetzt mal besser nicht experimentell ausprobieren. Was natürlich sein kann, ist, dass wirklich zum Beispiel sich irgendwann mal im Klimasystem chaotisch Dinge entwickeln durch das totale Abschmelzen der Polkappen, durch das Aussteigen von in der Tiefsee gelagerten Methan, dass sich dadurch quasi akkumulierende Effekte ergeben und die Temperaturen noch sehr viel stärker ansteigen. In der erdhistorischen Vergangenheit hat man ja gesehen, dass sich oft Eiszeiten sehr, sehr schnell entwickelt haben durch solche Kipppunkte im Klimasystem. Was genau passieren würde durch die CO2-Emissionen, wissen wir nicht, aber das Risiko ist, glaube ich, so groß, dass etwas Unkontrollierbares passiert, dass wir besser so weit wie möglich unter dieser 2-Grad-Grenze bleiben. Der große Beitrag Deutschlands zum Klimaschutz ist die Energiewende. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, ist das ja noch keine Energiewende, sondern eine Stromwende. Im Strombereich ist viel passiert, raus aus Atom, rein in die Erneuerbaren. Bei der Kohle müssen wir noch mehr tun. Aber in den anderen beiden entscheidenden Bereichen, das ist der Verkehr, da ist quasi nichts passiert, und das ist der Bereich Effizienz, vor allem im Gebäudebereich. Das ist ein ganz großer Brocken, da hat man gerade erst angefangen. Und da haben wir noch keine richtige Wende geschafft, da stehen wir noch ziemlich am Anfang. Wenn wir jetzt wirklich die entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen setzen oder auch finanzielle Anreize setzen und sagen, wir kommen zu so einer Sanierungsrate von mindestens 2%, dann sollte das eigentlich über die nächsten Jahrzehnte ein stabiler Markt sein. Wobei man auch sagen muss, es kommt natürlich jetzt nicht nur auf die Quantität an der Sanierung, sondern auch auf die Qualität der Sanierung. Da kann man sehr viel mehr tun, auch im Bereich der Nutzung ökologischer Dämmstoffe und dem Einsatz erneuerbarer Energien. Also diese 0815-Sanierung mit Polystyrolplatten allein ist jetzt auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Also im Bereich der energetischen Gebäudesanierung haben wir einen riesen Investitionsstau über die nächsten Jahrzehnte. Also da passiert hoffentlich ganz, ganz viel, und insofern gibt es da auch ganz viel Platz für neue Geschäftsmodelle im Bereich der Beratung, im Bereich des Contracting. Da können sich jetzt auch neue Unternehmen austoben. Ich glaube, der klassische Handwerksbetrieb, der jetzt nur eine Lösung anbietet, alleine, der wird es nicht machen. Sehr viele, das sind ja Investitionen, die sich teilweise nur mittelfristig lösen und wo jetzt interessante Finanzierungsmodelle, die dann ein Unternehmen gleich mitbringt, auch eine wichtige Rolle spielen für die Investitionsentscheidung. Die große Masse der Emissionen, die wir als Privatpersonen im Gebäude haben, das ist wirklich die Gebäudehülle, das ist die Dämmung, das ist eventuell der Einsatz erneuerbarer Energien, das ist das Austauschen des Heizkessels. Das Austauschen alter Anlagen, Heizkessel, Heizungspumpen, das ist in der Regel auch wirklich sinnvoll, außer Sie haben noch ein relativ neues Modell. Aber bei älteren Anlagen ist das immer sinnvoll. Im Bereich der finanziellen Förderung gibt es schon eine Reihe von Programmen der Kreditanstalt für Wiederaufbau, aber sehr viele Programme auch im kommunalen Bereich, im regionalen Bereich. Hier muss man mehr tun, die muss man besser ausstatten. Der ganze gesetzliche Wirrwarr, der muss mal entflochten werden. Wir brauchen einen einheitlichen Rahmen für die Energieeffizienz, die jetzt auch Maßnahmen im Bereich der Energieeinsparung, der Dämmung mit Maßnahmen im Bereich der Erneuerbaren, der Heizungstechnik verbindet zu einem Sanierungsfahrplan. Und last but not least brauchen wir eine seriöse Energieberatung. Die Leute haben sehr viele Fragen an die energetische Gebäudesanierung und müssen hier beraten werden von zertifizierten Beratern und nicht von jedem, der sich einfach Berater nennt. Ja, Beratung ist auch deswegen ganz, ganz wichtig, weil die Leute haben ja sehr viele berechtigte Fragen. Die fragen sich, was ist ökologisch sinnvoll? Man hört sehr viel über die Abbaubarkeit von Dämmstoffen beispielsweise, über die ganze Entsorgungskette von Anlagen erneuerbarer Energien. Was passiert mit diesen Photovoltaik-Panels, wenn sie mal verschrottet werden müssen? Diese Fragen müssen beantwortet werden. Dann, was ist ökonomisch darstellbar? Die Leute haben unterschiedliche Geldbeutel. Auch für Firmen, die investieren in Gebäude, was ist ökonomisch darstellbar? Und auch ganz wichtig, natürlich, was sind die sozialen Konsequenzen? Sehr viele Mieter machen sich Sorgen über die energetische Gebäudesanierung. Und hier kann gute Beratung eben sagen, für dieses Gebäude ist das die ökologisch sinnvolle, ökonomisch und sozial vertretbare Lösung. Genau
für solche Entscheidungen ist dann eben eine Beratung auch sinnvoll, dass einem nicht ein individueller Handwerker das verkauft, was er gerade verkaufen möchte, sondern dass man weiß, was ist wirklich für das eigene Gebäude und für den eigenen Geldbeutel das Entscheidende. Ja, im Grunde ist Klimapolitik vorsorgende Politik, damit auch Friedenspolitik. Wir sehen ja, mit was für Sorgen und Bedenken und wie krisenhaft Europa jetzt schon auf die Flüchtlinge, die zurzeit bei uns ankommen, reagiert. Und wenn man mal vorstellt, das wird ein Vielfaches dieser Flüchtlingsströme, dann wird es auch für uns destabilisieren. Schon aus Eigeninteresse muss man deswegen sagen, also Klimapolitik ist auch Außenpolitik, ist Friedenspolitik, ist einfach Vorsorge, dass wir auch in Zukunft auf einem einigermaßen friedlichen Planeten leben können.